Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik und den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien, die Musik. Und wir schauen uns alles aus psychologischer und philosophischer Sicht an und versuchen so viele Perspektiven wie möglich aus einem Song herauszuholen. Denn das, was Musik kann, ist, dass sie uns miteinander verbindet. Dass wir das Gefühl haben, wir finden uns in einem Song wieder. Und das, obwohl der Künstler den Song nicht mal für uns geschrieben hat, sondern aus seiner eigenen Erfahrung. Und natürlich hat er nicht die gleiche Erfahrung gemacht wie wir selbst. Und dennoch ist unser Verstand, unser Gehirn so gut drauf, dass es sich Informationen rausziehen kann, wo es das Gefühl hat, das ist doch meine Geschichte. Da finde ich mich drin wieder. Da fühle ich mich von berührt. Da fühle ich mich gesehen, gehört, verbunden. All das. Und genau, und das wollen wir uns näher anschauen. Und ja, heute haben wir Asaf Avidan mit Her Lies. Her Lies ist auch schon ein etwas älterer Song, aber es ist ein Song, den ich sehr, sehr liebe. Das heißt, ich kenne ihn schon, aber ich habe ihn ewig nicht mehr gehört. Deswegen habe ich mir auch die Lyrics nochmal hochgeholt. Und ich möchte mit euch ein Video nehmen, was nicht in eine Box ist, sondern ein Video von vor 17 Jahren, wie ich jetzt inzwischen feststellen dürfte. Das ist also schon sehr lange her. Und wenn ihr im Hintergrund Geräusche, Kinder oder was auch immer hört, das liegt daran, dass hier im Hintergrund bzw. im Raum unten gerade Kinder am Spielen sind. Von daher, lasst euch davon nicht irritieren. Ich versuche es auch. Genau, und diese Version finde ich unglaublich schön, weil es nicht nur Asaf Avidan an der Gitarre ist, sondern eben auch nebendran jemand mit dem Kontrabass sitzt und begleitet. Ich liebe diese Version sehr, deswegen dachte ich, zeige ich euch diese Version, falls ihr sie noch nicht kennt. Genau. Und ja, wenn ihr mehr von meinem Content sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr bald mehr von mir zu sehen und zu hören. Und wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like auf jeden Fall da. Und jetzt hören wir auf, so lange zu quatschen und starten in das Video. Achso, und ich habe hier ein kleines bisschen, es gibt quasi sowas wie ein Vorinterview in diesem Video. Ich habe mir das vorher nochmal auf Deutsch angeguckt, aber da sind jetzt nicht so viele Informationen über den Song an sich drin. Deswegen habe ich das quasi so ein bisschen weggekattet und starte quasi ein bisschen kurz vor dem Song. Aber es gibt dort nochmal eine Stelle, wo Asaf Avidan nochmal ein bisschen vor sich hin lächelt. Und ich dachte, die Szene nehme ich auf jeden Fall nochmal mit rein. Und dann geht's auch los. Los geht's. נשמע פתטי אל גבול המאוד פתטי. העניין עם פתטי, אם אתה עושה את זה מספיק זמן, זה הופך להיות קלאסי. נכון, כנראה. She said, baby, get down on your knees. I said, baby, if you insist. She said, why do you keep seeing things you know that don't exist? I said, baby, I love you. Now what can I do? I'll probably love you till the day I die. She said, well, pretty honey, if that's true, then give me both of them pretty eyes. I said, oh, baby, you can have them, you can have my eyes. Thinking that she does them, I won't see the light. But my baby, I can tell you a lie. Oh, my baby, I can tell you a lie. Okay, bevor es jetzt weitergeht. Also, lasst uns nochmal ein bisschen in den Text hineingehen. She said, baby, get down on your knees. I said, baby, if you insist. She said, why do you keep saying things you know that don't exist? I said, baby, I love you. Now what can I do? I probably love you till the day I die. She said, well, pretty honey, if that's true, then give me both them pretty eyes. I said, baby, you can have them. You can have my eyes. See, I was thinking, if she took them, I won't see her lies. But my baby, I can taste her lies.
es ist ganz spannend, ne? Man sieht, ich finde es so schön zu sehen, wie jung Asaf Avidan dort noch ist, im Gegensatz jetzt natürlich zu heute. Klar, 17 Jahre her, Wahnsinn. Und ich habe damals nicht so sehr auf den Text geachtet. Fand den Refrain irgendwie schön und das war's. Da habe ich mir nicht so die Gedanken drum gemacht. Von daher ist es jetzt nochmal spannend, so die Lyrics zu hören und worum es eigentlich geht. Und es ist natürlich ganz cool, also wir haben natürlich hier wieder diese Paarbeziehung, ganz klar. Also, das, was man hier ganz gut sehen kann in dieser Dynamik, ne, why do you keep things you know that don't exist? Und dann fordert sie seine Augen ein. Und er sagt, ich habe sie ihr gegeben, weil ich gehofft habe, dass ich dann nicht mehr ihre Lügen sehe. Und das ist ganz interessant, weil es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Es kann sein, dass er sich sehr wohl dessen bewusst ist, dass sie ihn anlügt, so, mit vielen Dingen. Und sie das einfach abwiegelt und sagt, du bildest dir das nur ein. So, das ist Quatsch. Hör auf, mich zu verdächtigen. Und er sagt, okay, ich weiß zwar, dass du lügst, aber komm, wir versuchen drüber hinweg zu sehen, sozusagen. Da sind wir wieder beim Sehen, ne? Aber ich versuche das auszublenden und gebe dir meine Augen und vertraue dir, dass trotz der Lügen das irgendwie wird. So. Es kann aber auch bedeuten, dass sie nicht lügt und er vielleicht eifersüchtig ist oder bestimmte Dinge falsch deutet, bewertet, unsicher ist und deswegen von sich aus vielleicht davon ausgeht, dass Menschen ihn anlügen. So. Es gibt ja unterschiedliche Erfahrungen, die Menschen machen. Und wenn man damit aufgewachsen ist, dass man angelogen wird, dass man vielleicht hintergangen wird, betrogen wird, ob jetzt nun von den Eltern, von Freunden, von Ex-Partnern, was auch immer, dann kann das dazu führen, gerade wenn die Verletzung tief sitzt und der Schock tief gesessen hat oder es eben eine immer wiederkehrende Erfahrung gewesen ist, dass in der Person sich das so als Glaubenssatz verfestigt, dass die Welt so funktioniert. Und dann wird mein Gehirn genau darauf den Fokus legen und immer wieder alle Informationen, die es bekommt, alles, was ich sehe, was ich höre, was ich spüren kann, ob jetzt nun innerlich von den Emotionen her, als auch körperlich, wie mich jemand berührt, wie mich jemand streichelt, das bewerte ich ja auch. Ne? Ist das zu sanft, ist das zu doll, fühlt sich das liebevoll an oder nicht? So. All diese Sachen nimmt und durch diesen Filter schmeißt, durch diesen Glaubenssatz schmeißt von, muss ich ja auch aufpassen. Meistens betrügen mich die Leute oder lügen mich an oder was auch immer. Kann ich hier in diesen Informationen irgendwas herausnehmen, was darauf hindeuten könnte, dass es auch wieder der Fall ist. Und das Gehirn wird Dinge finden, die es so deuten kann, dass das stimmt. Dass die Person auch eine von denen ist, die lügt und betrügt oder was auch immer. So. Und dass er halt Dinge sieht, die vielleicht gar nicht wirklich passieren. Und vielleicht ist es auch eine Kombination aus beidem. Und sie lügt, versucht es zu verstecken. Und vielleicht ist es gar nicht so gravierend, wie ich betrüge dich oder so, sondern sie hat mitbekommen, dass er Vertrauensschwierigkeiten vielleicht hat und versucht, Dinge hinten runterfallen zu lassen, die sie für nicht wichtig hält, weil es nicht wirklich darum geht, dass sie ihn betrügt oder ähnliches. Und deswegen die Dinge anders erzählt oder erklärt, damit er gar nicht erst in diese Schleife kommt. Aber er kann das quasi mitkriegen, dass da irgendwas fehlt, nicht ganz gesagt wird und darüber das Gefühl kriegt, dass sie ihn betrügt oder belügt, obwohl sie einfach nur Informationen hinten runterfallen lässt. Einfach nur ist natürlich auch so die Sache. Aber das ist eigentlich will sie ihm ein gutes Gefühl geben vielleicht. Und er deutet es aber trotzdem gleich wieder, weil er merkt, irgendwie spricht sie anders als sonst. Oder sie erzählt irgendwas, macht dann nicht so richtig Sinn. Und das muss jetzt bedeuten, dass es was ganz Schlimmes ist, was da passiert. Also es können unterschiedliche Dynamiken sein, die hier passieren. So. Und das ist sehr spannend. Genau. Und dadurch, dass sie sagt, gib mir deine Augen, und er sagt, okay, ich gebe sie dir in der Hoffnung, dass ich deine Lügen nicht mehr sehe. Das heißt, beide sind sich anscheinend dieser Dynamik sehr bewusst, die da irgendwie passiert. Und entweder möchte sie, dass er aufhört, ständig irgendwas zu sehen, was nicht da ist. Oder sie möchte, dass er aufhört, ständig die Dinge zu hinterfragen und sie einfach in Ruhe lässt und ihr nicht auf die Schliche kommt mit den Lügen. Genau, so, damit es einfach, ja, alles so bleibt, wie es ist wahrscheinlich. Ne, damit sie weiter in der Beziehung sein kann. Oder wenn sie überlegt, Schluss zu machen, es vielleicht auch einfach sein kann, dass sie in Ruhe gucken möchte sie die Beziehung noch. Und wenn
ne, dass sie sich vielleicht gar nicht so sicher ist und noch Zeit braucht, um sich darüber Gedanken zu machen. Oder es ist ihr einfach völlig egal. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ne? So. Und ja, das ist sehr spannend. So, lasst uns jetzt aber nochmal ein bisschen zurückspulen und dann weiterhören. She said, oh, baby, get into this. I said, baby, I don't know what's there. She said, all I wanna know if you wanna take it with me everywhere. I said, okay, well, baby, take me everywhere. Take me through the day, take me through the night. She said, oh, no, pretty baby, don't you get with me. You know, a badly don't got back in the town. I said, baby, you can have me and I got my hand. Thinking if she loved me, I could take those skin, but my baby, I can take her life. Oh, my baby, I'll take it's a life. Oh, my baby, all I take is a life. Okay. Wir hören uns den Part gleich nochmal in Ruhe an, aber damals war die Stimme ja schon grandios, ne? Vor 17 Jahren so. Und ich liebe einfach dieses Arrangement mit dem Streicher. Das ist einfach so schön gemacht. Ja, aber jetzt lasst uns nochmal in den Text eintauchen. She said, baby, get into the sack. I said, baby, I don't know what's there. She said, all I want to do with you is take you with me everywhere. I said, okay, baby, take me everywhere. Take me through the day, through the night. She said, oh, silly baby, don't you kid with me. You know I really don't have the time. Still I said, baby, you can take me. And I got right in. See, I was thinking if she took me, I could taste her skin. But my baby, all I taste is her lies. Das hat ja im ersten Absatz, das habe ich ein bisschen untergehen lassen, ne? Dieses I can taste her lies. Das heißt, sie nimmt seine Augen im übertragenen Sinn und er kann nicht mehr die Lügen sehen. Sagt, ne, ich gebe das auf, ich gucke da nicht mehr hin. Und dann sagt er, aber ich kann sie schmecken. Und das ist dieses, man würde wahrscheinlich dann sowas sagen wie Bauchgefühl oder so. Und das könnte wieder darauf hindeuten, ne, dass er da einen stark ausgeprägten Fokus hat, dass er das schmecken kann. Oder einfach sehr offensichtlich ist, klar, das könnte es auch sein, ne, dass sie es nicht besonders gut verstecken kann. Und dass es deswegen sehr auffällig ist und dass er es schmecken kann. Und vielleicht auch im übertragenen Sinne schmecken, dass in der Art und Weise, wie sie vielleicht auch körperlich miteinander sind, wie sie sich küssen, wie sie miteinander Sexualität leben, dass sich dort etwas verändert hat, dass der Geschmack, also nicht der eigentliche Geschmack, sondern wie es sich anfühlt, das Körpergefühl, das, was ich vorhin auch meinte, ne? Streichelt sie liebevoll und so weiter und so fort. Und über Sexualität baut sich ja auch Verbindung auf. Ne? Wie ist die Verbindung zwischen den Menschen? Hat sich da was verändert? Da brauche ich vielleicht nicht mal hinsehen, sondern das kann ich spüren, dass sich was verändert hat. Da muss man mal drüber sprechen, weil es können sich aus unterschiedlichsten Gründen Dinge in der Beziehung verändern und warum die Verbindung sich verändert. Das muss nicht immer Lüge oder Betrügen sein, sondern es kann auch Alltag sein, Unsicherheiten sein, Gewöhnung oder Unzufriedenheit oder. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Aber es kann sein, dass es für ihn die Bedeutung hat von, aha, sie lügt, weil sie sagt, es ist vielleicht alles in Ordnung. So, das kann es auch sein. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Text eingehen, ne, so dieses hier, komm in diesen Beutel, sag was auch immer, so, ich will dich überall mit hinnehmen, so. Und er sagt, ja, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was da drin ist, so, was da auf mich wartet. Und dann sagt er aber, okay, komm, wenn du mich überall mit hinnehmen willst, dann nehme ich überall mit hin. Egal wohin, so. Und dann sagt sie aber, okay, aber das ist natürlich ein bisschen albern von dir, das zu glauben, weil dafür habe ich gar nicht die Zeit. Und das ist das, was wahrscheinlich dann schon die erste Sache ist, die sich widerspricht, wo man das Gefühl hat, so, hä? Ich dachte, du willst mich überall mit hinnehmen. Und jetzt sagst du mir, das ist ja Quatsch von mir, das zu denken oder daran zu glauben. Ich habe gar nicht die Zeit dafür. Und
Und auch hier gibt es wieder Möglichkeiten. Ne? Also zum einen kann es auch einfach bedeuten, dass sie das im sinnbildlichen Sinne meinte. Ne? Also dieses, ey, am liebsten würde ich dich überall mit hinnehmen. Und er nimmt das vielleicht wörtlich. Und ne, es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, ey, 24/7, wir geben unseren Job auf, damit wir noch mehr Zeit miteinander verbringen können und so. Also die wirklich ins Extreme gehen. Und wir gucken, dass wir uns nicht mehr mit Freunden treffen, sondern nur auch zu Hause die Zeit miteinander verbringen. Und egal, wo du hingehst, ob du dich doch mit Freunden triffst, aber dann musst du mich überall mit hinnehmen und so weiter. Und sie sagt, ey, im Herzen nehme ich dich überall mit hin. Aber ich hätte gerne auch Zeit für mich. Das ist ja Quatsch. Ich brauche auch meinen Raum für mich. Ich kann dich nicht überall mit hinnehmen. Und das könnte für ihn dann wieder dieses, ey, du hast mich angelogen sein. Und in die andere Richtung kann es natürlich auch wieder bedeuten, ne, dass sie ihm einfach nur irgendwie, dass das eine der Lügen ist. Oh, ich möchte dich überall mit hinnehmen und du bist meins und ich will dich, ne, so begleite mich. Möchte einfach, dass du immer bei mir bist. Aber wenn es dann darum geht, dass er quasi an ihrer Seite ist, dann sagt sie, oh nee, dafür habe ich gar keine Zeit. Sorry, wir können uns nicht treffen, wir können uns nicht sehen, ich kann dich nicht mitnehmen oder was auch immer. So, ich habe so viel zu tun. Und sie ihn quasi einfach dann hängen lässt, sitzen lässt mit seinen Hoffnungen und Erwartungen. Und er einfach quasi auf dieser Warteschleife sitzt. So, das könnte es auch sein. Und auch hier gibt es natürlich immer wieder ganz viele Zwischenlayers, so, die eine Mischung aus beidem sein könnten. Ne? Der eine übertreibt mehr, der andere untertreibt oder beide übertreiben und treffen sich irgendwo in der Mitte. So. Und das, was immer wieder hierbei rauskommt, ist Kommunikation. Offen und ehrliche Kommunikation über die eigenen Bedürfnisse, über den eigenen Stand der Dinge, über Gedanken, über Werte, über was auch immer. Alles, was einem so durch den Kopf geht. Und immer von sich erzählen, das ist das Wichtige, ne? Nicht dieses, du machst dies und du machst das und du hast das gesagt, sondern ich bin gerade in dem und dem Gefühl. Ich hatte die Annahme, dass. Und mein Wunsch daraus ist oder mein Bedürfnis daraus ist folgendes. Und ich würde mir von dir das und das wünschen, damit mein Bedürfnis erfüllt ist. Oder ich würde mir zumindest wünschen, dass wir gemeinsam gucken, ob du etwas dazu beitragen kannst, dass mein Bedürfnis erfüllt wird oder mein Wunsch, wie wir miteinander sind. Und dann kann man da offen drüber reden. Und natürlich muss man auch das Gegenüber gleichwertig mit betrachten, weil beide Menschen haben natürlich ihre Bedürfnisse, die wiederum darauf basieren, was sie erlebt haben in ihrem Leben, was die eigenen Werte sind, was die eigenen Glaubenssätze sind. Was ist das, was sie motiviert und vorantreibt, ne? Und dieses den anderen zu verändern, damit es besser passt, funktioniert halt nicht. Sondern es muss halt gleichwertig jeder Mensch bestehen bleiben können. So. Und es muss offen darüber geredet werden. In dem Moment, wo wir versuchen, vielleicht auch einfach unsere eigenen Bedürfnisse zu verstecken, weil wir das Gefühl haben, der andere könnte eh nicht damit umgehen oder der fände das nicht gut, was wir nicht wissen. Ne? Manchmal ist es nur die Angst, es kann ja auch sein, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass ihre Bedürfnisse nicht ernst genommen werden, dass sie nicht gesehen wird und dass sie deswegen ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht ausspricht, sondern versucht heimlich irgendwie um 5 Ecken herum zu bekommen durch Manipulation oder durch eben Lügen und Dinge machen hinter seinem Rücken, die vielleicht gar nicht an sich so schlimm sind. Ne? Es kann auch einfach nur mit Freunden treffen sein oder ein bestimmtes Hobby oder eine bestimmte Musik oder was auch immer, wo sie Angst hat, dass er das verurteilen könnte, weil sie sich dafür schämt oder weil sie Angst hat, dass er das falsch versteht oder was auch immer. Und aus diesem Grund heraus versucht ihr Bedürfnis nicht zu kommunizieren und zu verstecken. Und er sieht das wiederum als Lüge. Und das sind alles Dinge, über die muss man halt sprechen miteinander. Genau, so, jetzt aber lang genug gequatscht wieder. Ich spule noch mal ein bisschen zurück und dann hören wir noch mal weiter.
Herr Leis. Ja, ach, schön. Genau, Herr Leis. Ein wirklich wunderschönes Arrangement. Ich glaube, ich hatte mir vor Ewigkeiten auch nochmal die In-a-Box-Version angeschaut und angehört, aber ich fand damals auch schon diese ältere Version schöner. Deswegen habe ich mich für diese entschieden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und könnt diese Version auch ein bisschen genießen. Genau, aber meine Gedanken habe ich soweit schon alle aufgedröselt. Was sind eure Gedanken dazu? Habe ich was übersehen, überhört, überlesen, dem ich keinen Raum gegeben habe? Habt ihr Erfahrung in Beziehungen mit solchen Sachen? Und was ist eure Geschichte? Was ist euch wichtig in Beziehungen? Und ja, teilt gerne eure Perspektiven, damit mein Raum von Perspektivmöglichkeiten noch ein bisschen erweitert werden kann. Und ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, schaut gerne in meinem alten Katalog. Ich habe da auf jeden Fall schon ein paar Sachen auch von Asaf Avidan, aber auch von anderen Künstlern, wo wir ein bisschen tiefer eingetaucht sind. Und ansonsten folgen natürlich noch weitere Videos. Also abonniert total gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr über die neuesten Sachen informiert werdet. Und lasst mir auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, damit der Algorithmus weiß, dass mein Content gut ankommt und er auch weiß, was ihr mögt. Genau. Und damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann.